Hallo, es ist wieder Zeit für bewusste Bewegung. Ähnlich wie im letzten Video dieser Art geben wir uns wieder langsamen, runden und fließenden Bewegungen hin. Zusätzlich fügen wir einbeinige Stellungen hinzu, denn wenn der Körper Gleichgewicht sucht, ist im Kopf kein Raum für Gedanken. Folge mir wieder spiegelverkehrt. Dabei ist hier rechts, also dein rechts, und hier links. Lass uns loslegen. Gehe in die Ausgangsstellung, die Füße ungefähr schulterbreit und parallel zueinander. Der Scheitel sanft aufgerichtet und gedanklich oben aufgehängt. Den Scheitel findest du, wenn du von den Ohren mit den Fingern gerade nach oben fährst, bis sie sich treffen. Der Rest vom Körper entspannt schwer nach unten, sodass es zu einer leichten Streckung der Wirbelsäule kommt. Dabei beuge Hüften und Knie ein wenig, um den unteren Rücken zu entlasten. Es ist aber nicht nötig, in eine tiefe Hocke zu gehen. Lasse deine Arme schwer und entspannt an den Seiten herabhängen. Sehr gut. Jetzt schließe deine Augen und nimm dir kurz Zeit, deinen derzeitigen Zustand zu beobachten, ganz ohne zu bewerten. Wie ruhig und entspannt fühlst du dich jetzt? Nimm diese Information für einen späteren Vergleich auf. Atme nun einmal tief in die Brust ein, halte den Atem kurz und atme dann seufzend aus. Fühle, wie sich die Brust dabei entspannt. Atme wieder ein, zieh dich am Scheitel hoch und strecke dich dabei in die Länge. Und lass alles los, falle dabei schwer in die Fußsohlen. Noch einmal. Einatmen, hoch und loslassen, schwer. Wieder einatmen und aufstehen, fallen lassen. Ausgezeichnet. Öffne deinen Stand ein wenig. So kannst du den Unterschied zwischen B- und Entlastung besser wahrnehmen. Nun verlagere dein Gewicht auf ein Bein und drehe aus den Hüften, sodass deine Arme entspannt mitschwingen. Dann auf das andere Bein und in die andere Richtung drehen. Die Arme folgen wieder. Folge mir einige Male. Gut, jetzt bringen wir die Arme ins Spiel. Der Körper arbeitet dabei einfach weiter wie bisher. Sieh erstmal zu. Die Hände ziehen einfach große Kreise, wobei die Handflächen immer auf der gleichen Ebene sind. Die Handfläche, die zur Seite öffnet, zeigt weg vom Körper. Die andere Hand, die sozusagen nachläuft, zeigt mit der Handfläche nach oben. Achte beim Wechseln darauf, das Gewicht der Arme wahrzunehmen und die Schultern so weit wie möglich zu entspannen. Die Hände laufen immer in die Richtung, in die das Gewicht geht. Wenn du willst, kannst du mir jetzt gleich spiegelverkehrt folgen. Dabei ist hier rechts und hier links. Verlagere dein Gewicht nach rechts und beide Hände laufen unten nach rechts. Dann alle Gelenke lösen. Etwas aus Hüften und Taille weiterdrehen
und die Arme rollend auf Brusthöhe heben. Das Ganze in die andere Richtung. Gewicht nach links und beide Hände ziehen oben nach links. Wieder lösen, aus Hüften und Taille weiter nach links drehen und beide Arme wechseln rollend nach unten. Denke nicht zu viel darüber nach, wie genau es gemacht werden soll. Achte einfach darauf, die Schultern entspannt zu halten und den Fluss der Bewegung aufrecht zu halten. Und vergiss dabei nicht, deine ganze Aufmerksamkeit auf die Bewegung und deine Empfindungen zu lenken. Gewicht verlagern, drehen und die Arme folgen. Entspannen und die Arme rollend wechseln. Und das Ganze noch einmal. Gewicht, drehen und Arme. Wieder lösen und rollend die Ebene wechseln. Sind die Schultern entspannt? Ist dein Gewicht auf dem richtigen Bein? Ist dein Körper noch aufgerichtet und entspannt? Folge mir nun langsam, sanft, fließend und beobachtend. Wann immer dein Geist abschweift, bringe ihn zurück zu den Bewegungen. Gewicht, drehen, Hände, lösen und wechseln. Dein Übungsmantra. Sehr gut. Jetzt jedes Bein 20 Mal ausschütteln. Du kannst dich auch gerne irgendwo festhalten. Jetzt das andere Bein. Jetzt das Ganze in die andere Richtung. Verlagere dein Gewicht nach links und beide Hände laufen unten nach links. Dann alle Gelenke lösen, etwas aus Hüften und Taille weiterdrehen und die Arme rollend auf Brusthöhe heben.
das Gewicht nach rechts und beide Hände ziehen oben nach rechts, wieder lösen, aus Hüften und Taille weiter nach links drehen und beide Arme wechseln rollend nach unten. Gewicht, drehen, Hände folgen, lösen und wechseln. Und wieder Gewicht, drehen, Hände lösen und wechseln. Folge mir einige Male. Ausgezeichnet. Nun bringen wir die Beine ins Spiel und achten darauf, unser Gleichgewicht zu halten. Denn ringt der Körper um Balance, ist im Kopf kein Platz für Gedanken. Ziehen wir noch einen Kreis wie zuvor. Gewicht, drehen, Hände folgen unten. Lösen und wechseln. Und wieder Gewicht, drehen, Hände folgen oben, lösen und wechseln. Noch einmal Gewicht, drehen, Hände folgen unten. Jetzt hole den entlasteten Fuß heran und hebe die linke Hand bis zur Nasenspitze, die Handfläche zu dir. Gleichzeitig links die Handfläche sanft nach oben stoßen und das Knie heben. Rechts die Handfläche nach unten stoßen. Links die Hand und den Fuß senken und das Ganze auf der anderen Seite. Gewicht nach links, die Hände folgen unten. Lösen, die Hände wechseln links nach oben. Gewicht nach rechts,
die Hände folgen oben. Wieder lösen und nach unten wechseln. Gewicht, drehen, die Hände folgen unten. Jetzt hole den entlasteten Fuß heran und hebe die rechte Hand bis zur Nasenspitze, die Handfläche zu dir. Gleichzeitig rechts die Handfläche sanft nach oben stoßen und das rechte Knie heben. Links die Handfläche nach unten stoßen. Rechts die Hand und den Fuß senken und wieder die Richtung wechseln. Gewicht nach rechts, drehen, die Hände folgen unten, lösen und wechseln. Gewicht nach links, drehen, die Hände folgen oben, lösen und wechseln. Gewicht, drehen, die Hände folgen unten, links den Fuß erst heranholen, dann Knie und Hand hoch, rechts nach unten drücken. Links die Hand und den Fuß senken. Gewicht nach links, drehen, die Hände folgen unten, lösen und wechseln. Gewicht nach rechts, drehen, die Hände folgen oben, lösen und wechseln. Gewicht wieder nach links, drehen, die Hände folgen unten, rechts den Fuß erst heranholen, dann Knie und Hand hoch, links nach unten drücken. Rechts die Hand und den Fuß senken. Folge mir fließend, ruhig und in runden Bewegungen. Achte dabei auf dein Gleichgewicht und du wirst merken, wie du ruhiger und ruhiger wirst. Ausgezeichnet. Beenden wir die Übungseinheit mit der Abschlussatemübung. Atme ein,
Hebe die Arme erst seitlich und sammle die Hände dann vor der Brust. Atme aus und lasse die Hände mit den Handflächen nach unten blickend vor dem Bauchnabel sinken. Lasse die Arme schließlich neben den Körper fallen. Atme wieder ein, vor der Brust sammeln. Und ausatmen, nach unten stoßen. Noch ein letztes Mal ein. Fühle, wie die Luft in dich einströmt und aus. Lasse den Atem natürlich entweichen. Schließe deine Augen und verweile kurz. Was hat sich verändert? Fühlst du dich nun ruhiger, entspannter und gelassener? Wenn du erkennst, dass du dir etwas Gutes getan hast, wird es viel leichter, Vertrauen in eine Methode aufzubauen und eine feste Gewohnheit zu etablieren. Nimm dir noch etwas Zeit, um deine Beine auszuschütteln, am Platz zu gehen und dich etwas zu strecken, ganz so wie es dir gefällt. Wenn dir das gut getan hat, hinterlass doch einen Kommentar oder abonniere unseren Kanal, wenn du es nicht schon längst getan hast. Nächste Woche führe ich dich in das Jianzhuang ein, eine Standmeditation, die eben nicht im Sitzen ausgeführt wird. Bis dahin, gutes Üben!